Mein Name ist Silvan Klautrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Café Olaf Koch, der CEO der Metro-Gruppe. So, wir sitzen ja nicht ganz in der Mitte von Deutschland, aber jetzt hier in Düsseldorf gerade. Und manchmal gibt es ja so ein Selbstverständnis, irgendwie wie eine deutsche Firma auszusehen hat. Gibt es sowas wie typisch deutsche Unternehmenskultur? Ihr seid ja riesig, habt irgendwie x Anzahl Länder, wahrscheinlich irgendwie 150 Länder oder sowas. Nicht ganz so viel. Okay, verstanden. Aber auf jeden Fall sehr viel. Kommt dir manchmal so etwas entgegen, dass Kollegen auch sagen, ach, das ist typisch deutsch, wenn die mit euch arbeiten, hier im Headquarter beispielsweise? Ja, also da ist schon was dran. Ich glaube, letztendlich ist unsere Gesellschaft sehr leistungsorientiert. So werden wir ja schon von klein auf erzogen. Das, denke ich, ist eine Tugend, ist kein Malus. Im Gegenteil, es ist eine Tugend. Und das gilt auch natürlich für so eine Unternehmenskultur bei Metro, die sich auch international ausgeprägt hat. Auf der anderen Seite ist die Vielfalt an Nationalitäten hier unglaublich hoch. Wir sind kein standarddeutsches Unternehmen. Wir haben hier über 100 Nationalitäten hier am Standort in Düsseldorf. Aber gibt es sowas wie deutsche Unternehmenskultur, unabhängig von euch? Also gibt es überhaupt etwas, was so typisch deutsch ist als Kultur? Naja, ich denke mal, die ganz großen deutschen Unternehmen stehen für einzigartige Qualität, Innovationskraft und dergleichen. Und ich glaube, dass auch in unserem Metier, im Großhandel, und da wir im Wesentlichen eben Lebensmittelprodukte vermarkten, dass das auch ein Kriterium ist, das uns unglaublich geholfen hat international. Denn wir stehen heute für die überragende Qualität in den Ländern, in denen wir operieren. Und häufig ist das unser Alleinstellungsmerkmal gewesen. Wir wollen natürlich jetzt noch viel mehr ergänzen, dass wir der Lösungspartner sind, aber das würde ich schon sagen, dass das ein Kriterium ist, das typisch deutsch ist. Interessant. Es gibt vielleicht auch so ein Bild von einem typisch deutschen Macho-Manager. Also wenn ich mir den so vorstelle, dann ist er irgendwie erfolgreich und Mitte 50 und fährt so ein Oberklasse-Kombi und seine Vorzimmerdame nennt er Mäuschen. So irgendwie. Den haben wir noch nicht getroffen. Nee, wirklich? Also ich habe den schon ein paar Mal getroffen. Irgendwie. Ja. Und wenn ich mir den vorstelle, frage ich mich, ob der ein Auslaufmodell ist. Also hat der eine Zukunft, so diese Art von Manager? Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn wirklich nicht getroffen. Also ich kenne Legenden dieser Art und also ich kann so Dinge aus den 90ern noch so nachvollziehen, aber da war ich auch relativ weit weg von den obersten Hierarchiestufen. Das war so meine eigene Gründerzeit, aber da konnte man so aus der Ferne den einen oder anderen so beobachten. Aber grundsätzlich, wenn es ihn so gäbe, würde ich ihm raten, sich zu ändern. Ich glaube, um Talent zu akquirieren in Zukunft, müssen andere Arbeitsbedingungen herrschen. Und da sind solche Modelle, wie du sie gerade beschreibst, glaube ich, nicht dazu geeignet, die besten Köpfe zu gewinnen, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Und dann ist wieder die Frage, ist es ein reines Ausführungsunternehmen? Dann mag das eine Weile noch gut gehen, aber jedes Modell braucht irgendwann die Innovationskraft und die Inspiration. Und da denke ich, ist die Generation der Millennials und die da folgen, die wird schon wählerischer. Und die Haltedauer bei einem Unternehmen wird kürzer. Die tariert vor allen Dingen auch, glaube ich, Gehalt und Lebensfreude ein bisschen anders. Ne? Ja. Also da ist viel wichtiger, mehr Freiraum zu haben und glücklicher zu sein. Ja, und wir merken das selber auch in den ich sag mal, Bewerbergesprächen. Warum kommen Leute heute zu uns? Und warum sind wir so erfolgreich gewesen, jetzt bei Metro Markets so ein starkes Team aufzubauen? Wir hatten gerade gestern unseren Tech-Meetup mit den ganzen Tech-Einheiten. Und die Leute sagen mir, ich habe mich mit dem Unternehmen beschäftigt und ich kann mich mit dem identifizieren. Ich wollte Teil davon sein. Weil ich einfach sage, dass der Unternehmenszweck ist cool und ich wollte sehen, ob das so passt, was ihr da sagt, mit dem, wie es dann auch so ist. Und die Leute sind da und die haben Bock drauf, damit zu machen. Und ich glaube, das wird immer wichtiger. Wenn du den Leuten nur Gehalt gibst und eine Aufgabe, dann werden sie wahrscheinlich zufrieden sein, wenn sie einfach sagen, ich habe keine große Ambitionen, mich selber damit zu identifizieren, aber ich glaube, das wird immer weniger. Nochmal zurück zu diesem Macho-Manager, wenn wir uns den vorstellen. Ich glaube, wir haben etabliert und die ähnliche Meinung, dass der keine Zukunft hat. Gibt es davon eigentlich auch eine Frauenversion oder ist das ein Männerding? Wenn ich die Männerversion nicht getroffen habe, dann kann ich sagen, die Frauenversion habe ich auf gar keinen Fall getroffen. Okay, also muss ich wirklich sagen, also habe ich nicht. Ja, das ist ja gut, also dann belassen wir es dabei auf jeden Fall. Und wenn wir mal auf
Kultur schauen, ich meine, Unternehmenskultur ist das eine, Lebenskultur prägt ja auch gegebenenfalls eine Unternehmenskultur. Also Lebenskultur beispielsweise in Japan ist ja, strahlt sehr viel rein in die Firma. Einfach die Dinge, die Usancen, die Dinge, die man so tut, die tut man dann auch in der Firma. In China, würde ich behaupten, gibt es politisch sozusagen ganz viel, was auch mit in die Firmen strahlt, ja sogar faktisch ganz viel. Also Eigentümer sind ja teilweise auch wirklich Parteikader. In Israel die militärische Ausbildung beispielsweise, durch die jeder durchgeht. Diese Dinge, die prägen, glaube ich, in den Ländern auch Unternehmenskultur. Ich finde oder empfinde es, in Deutschland haben wir das nicht so stark, dass die Lebenskultur in Firmenkultur strahlt. Sehe ich das richtig? Wie sind deine Gedanken dazu? Also ich hatte es vorher bei dem Punkt, wofür deutsche Unternehmen auch gepriesen werden weltweit, angesprochen. Ich denke schon, dass wir viel mehr Stärken haben im Bildungswesen, in der gesamten Gesellschaft, als wir uns manchmal selber klar machen. Das ist vielleicht auch typisch deutsch. Das kann auch sein. Aber ich denke, dass bei allem auch kritischen Betrachten des Leistungsprinzips, aber es hat was Gutes. Und deutsche Unternehmen sind dafür bekannt, dass sie nach den Spielregeln spielen, dass man dort gut aufgehoben ist als Mitarbeiter, dass man dort fair behandelt wird. Ich glaube Wobei auch man jetzt Thema, bei Automotive natürlich das nicht so ganz unterstreichen kann. Ne? Ja, aber sagen wir mal, im Grundsatz würde ich das auch für diese Branche ansetzen. Ich habe auch in dieser Branche gearbeitet und ich habe auch die Unternehmenskultur von Daimler kennengelernt und die ist unglaublich stark, was eigentlich diese Dinge angeht. Und dann würde ich sagen, sind wir ein Land der Freiheit, in dem Freiheit sich so stark entwickelt hat über die letzten Jahrzehnte und sich das auch in den Unternehmen widerspiegelt, wie die Unternehmen anfangen, neu darüber nachzudenken. Und da, glaube ich, müssen wir uns überhaupt gar nicht verstecken. Ich denke manchmal, wahrscheinlich ist es leichter, das beim anderen zu sehen und beobachten, als selber zu reflektieren. Das ist vielleicht... Aber ich empfinde das ähnlich. Du hast jetzt gerade von Freiheit gesprochen, was häufig unterbewertet wird, wie viel Sicherheit wir hier in Deutschland haben und was das dann bedeutet. Also damit meine ich ganz viele verschiedene Levels. Ich persönlich muss keine Angst vor der Politik, vor der Polizei, vor Kriminalität, vor Dingen haben. Also ich bin wirklich so sicher hier, selbst Rechtssicherheit. Ja. Also ich kann mich darauf verlassen, dass bestimmte Dinge einfach durchsetzbar sind. Das gibt es in ganz wenigen Ländern. Ja, und genau, also Freiheit, Sicherheit und dieser Aspekt Wertschätzung für den Menschen an sich. Also wir haben ja so viele Leute aus so vielen Ländern. Und einer der Faktoren, die auch gerne, wenn man mal so ein Roundtable hat oder so ein Kamintalk, dann ist es so, dass die Leute einfach sagen, das ist der Riesenunterschied zu dem Unternehmen, wo ich vorher war. Ich bin hier nicht eine Nummer, ich bin hier ein Mensch und ich kann mich entwickeln. Und das klingt jetzt, als ob die HR-Abteilung dir vorher erzählt hat. Mit denen habe ich jetzt gar nicht darüber gesprochen. Das ist eher eine Reflexion von meinen Gesprächen, die ich mit den Leuten führe, wenn ich mal an der Kaffeemaschine bin und so. Und es ist authentisch, weil wenn man bei einem anderen internationalen Unternehmen eventuell war, anderer Couleur, da kann es auch schon sein, dass man anders behandelt wird. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es natürlich alle unterschiedlichen Spielarten des Guten und des Schlechten. Wenn ich nochmal drauf schaue auf deutsche Unternehmen und auch vielleicht auf die Ausbildung, wie wir so Manager der Zukunft beispielsweise, was wir denen mitgeben. Und was ich überraschend finde, dass du ganz viel Lehrinhalte zum Thema Führung beispielsweise hast, also klassisches Management, manchmal dann halt auch ein bisschen visionäreres, Leadership-artige Modelle, die man irgendwie lernt, aber echt selten was zu Ethik oder zum Thema Unternehmenskultur. Also diese Begriffe, die kommen einfach so selten vor. Warum kann das so sein? Ja, also ich würde nochmal bei dem Thema Aufsetzen Führung, ne? Also ich wüsste jetzt nicht, bei welchem Studiengang heute Führungskompetenz wirklich stark ausgeprägt ist. Weil häufig geht es ja ums Fachwissen. Geht um Fachqualifikation und Vertiefung in Ingenieurswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und anderen Dimensionen. Und Führung findet nicht so oft Einklang in den Lehrplan, so wie ich Fehlt das auch schon, meinst du, ja. Und da glaube ich, ist es manchmal erstaunlich, dass wir unterstellen, dass jemand, weil er die Fachkompetenz hat, sich entwickelt hat, dann auch eine gute Führungsperson ist. Ich glaube, dass da auch der Hebel nochmal angesetzt werden müsste, weil natürlich ist es eine Riesenbranche. Also davon leben ja Tausende von Unternehmen, die Leadership-Kurse anbieten und dergleichen.
ist eine Riesenindustrie. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es schon eigentlich in die Grundausbildung Einklang findet, dass man so Dinge da lernt, auf was kommt es denn an, wenn ich ein Team führen muss und so weiter. Ich finde das ähnlich komisch, weil ich meine, eine der Kernaufgaben von jemand, der irgendwie hoch in der Organisation sitzt, ist, die richtigen Leute auszuwählen und die richtigen Leute zu behalten und zu motivieren. Und Absolut. das ist ja genau das, was du gerade beschreibst. Absolut. Und ich glaube, da ist so wahrscheinlich die Hypothese, naja, wir brauchen ja erstmal das Fachwissen und aus diesem, ich sag mal, aus dieser Kohorte von Absolventen werden ja nur so und so viele nachher Führungskräfte und deswegen machen wir das vielleicht eventuell nicht. Könnte sein, dass das der Grund ist. Ich würde es super finden, wenn das auch in das Curriculum Einklang fände. Und beim Thema Kultur wäre mein Erklärungsansatz, und da fange ich bei mir selber an, dass man erst geprägt ist, analytisch an die Sache ranzugehen. Und so skeptisch wie ich auch war, weil ich da tatsächlich sagen musste, wir hatten, das sage ich aus vollster Überzeugung, als ich bei Mercedes gearbeitet habe, diese Unternehmenskultur war einfach so stark und es war begeisternd und die Leute waren mit so viel Leidenschaft dabei, da habe ich mir über das Thema keine Gedanken gemacht. Als ich bei Permira dann tätig war und mit den Unternehmen gearbeitet hatte, war in dem Portfolio eigentlich auch Unternehmenskultur immer intakt. Wahrscheinlich war das auch ein Selektionskriterium für die Investitionen, weil die auch sehr stark auf das Thema Unternehmensgrundlage gucken. Und als ich mich dann damit selber beschäftigen musste, ist es mir auch erst so richtig deutlich geworden, gerade bei so Transformationssituationen, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist. Und da bin ich bei dir. Ich glaube, da musste man eher noch mehr auch darauf eingehen, dass Unternehmen durch Transformationszyklen gehen. Es gibt Lebenszyklen von Unternehmensmodellen. Und in der Spätphase, spätestens dann, musst du auf dieses Thema Kultur achten. Und da gibt es Warnsignale. Es gibt Warnsignale in den Kennzahlen, es gibt Warnsignale in der Mitarbeiterzufriedenheit und spätestens dann müssen eigentlich alle Alarmglocken klingeln, dass was passieren muss. Eine Frage will ich noch loswerden, aber wir sind knapp in der Zeit, deswegen bitte um schnelle Antwort. Der CEO von Gründerszene, als wir darüber sprachen, wie wir uns vergleichen gegenüber Amerika beispielsweise, was Diversität angeht, sagte, wir machen das auch eigentlich super, also wir stehen dem gar nicht nach. Wie schätzt du uns ein? Also haben wir Nachholbedarf, was Diversity angeht in Deutschland? Also ich empfinde es ähnlich, wie er es beschreibt. Und das geht wieder zurück zu dem Thema Freiheit, Sicherheit, was du gerade auch ergänzt hast. Die Leute fühlen sich sehr wohl in der Bundesrepublik und ich glaube, das gibt den Nährboden, auf ein Riesenrepertoire an Talenten zurückzugreifen. Und davon haben wir hier auch unglaublich viel Nutzen gezogen. Mitarbeiter aus aller Herren Länder, aller Couleur, aller Religion, egal was. Vielfalt macht das Unternehmen stark. In unserem Fall ist es natürlich noch viel einfacher, weil meine Zielgruppe von Kunden lebt von der Vielfalt. Das heißt, wir feiern deren Vielfalt und wir können sie nur voll ausschöpfen, wenn wir selber vielfältig sind.